In dieser Episode erklären wir euch, warum unser Asientrip nun leider vorzeitig zu Ende geht, wie wir unseren Van zurück nach Europa verschifft haben, was wir hier in den letzten Tagen in Thailand gemacht haben und was unsere Pläne sind für die nächsten Monate. Rausschmiss aus Thailand ist dieser Titel Clickbait, vielleicht ein kleines bisschen, aber die Aussage stimmt. Wir müssen tatsächlich Thailand verlassen. Die Visa-Amnestie, die ursprünglich bis zum 31. Juli galt, wurde zwar nochmal verlängert bis zum 26. September, aber die thailändische Regierung hat inzwischen bekannt gegeben, dass das die letzte Verlängerung war und dass bis zu diesem Termin tatsächlich alle Touristen das Land verlassen müssen. Es gibt eine kleine Ausnahme, aber die gilt nur, wenn man wirklich keine Möglichkeit hat, in sein Heimatland zurückzukommen. Dann muss man sich das von der heimischen Botschaft bestätigen lassen. Und die deutsche Botschaft hat direkt gesagt, dass sie das nicht macht, denn es gibt jeden Tag Flüge von Bangkok aus nach Deutschland. Für uns bedeutet das leider das Ende unseres Asientrips. Die Grenzen um uns herum sind immer noch alle geschlossen und es sieht auch nicht danach aus, dass sie sich in der nächsten Zeit öffnen. Wir haben wirklich versucht, die Situation hier so lange wie es geht auszusitzen und die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir doch noch irgendwie nach Europa zurückfahren können. Wir sind jetzt über 6 Monate hier in Thailand und jetzt gehen uns leider einfach die Optionen aus. Wir sehen eigentlich nur noch eine Option, nämlich den Van nach Europa zu verschiffen. Und das gehen wir tatsächlich morgen früh schon an. Morgen früh verladen wir den Van in einen Container. Der kommt dann aufs Schiff, ist ungefähr 30 Tage unterwegs und kommt dann hoffentlich unversehrt in Hamburg an. Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Hafens zwischen Bangkok und Pattaya und haben den Van hier in den letzten Tagen schon vorbereitet, haben ein bisschen ausgemistet, aufgeräumt, unsere Sachen gepackt und auch nochmal nachgemessen, denn es wird eine ganz enge Kiste, ob der Van überhaupt in den Container passt. Unser Ducato ist mit Markise und Dachluke 2,58 Meter hoch, wenn ich richtig gemessen habe. Die Tür des Containers soll 2,59 Meter hoch sein, also wir haben nur 1 Zentimeter Spiel und wir müssen auch über eine Rampe in den Container fahren. Da werden wir sehen, ob das passt, aber wir sind da zuversichtlich und ja, wenn nicht, müssen wir halt irgendwie die Markise abbauen oder Luft aus den Reifen rauslassen, also irgendwie werden wir das Ding schon da reinkriegen. Wir erzählen euch später, beziehungsweise im Video jetzt gleich, noch ein paar mehr Details zur Verschiffung und auch zu unseren Plänen danach. Denn wir werden erst noch mal 3 Wochen in Bangkok bleiben, da waren wir bisher noch gar nicht. Und wir haben auch für Europa schon ein paar Pläne. Aber jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir den Van in den Container morgen kriegen. Unsere letzte Fahrt in Thailand. Ja, wir sind auf dem Weg, unser Auto jetzt in den Container zu packen. Aber wir haben bestes Wetter. Ja, Das ist gut. das ist gut. Unseren Van zu verschiffen war eigentlich nie geplant und entsprechend hatten wir auch erstmal überhaupt gar keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Dann haben wir recherchiert und es hat sich herausgestellt, es gibt im Grunde 2 Möglichkeiten. Entweder per Roll-on, Roll-off, das heißt, man fährt das Auto auf den eigenen 4 Rädern aufs Schiff, quasi wie auf einer großen Fähre. Oder man kann das Ganze per Container machen, auf einem der großen Containerschiffe. Roll-on, Roll-off hat den Vorteil, dass man keinen Container braucht und eben entsprechend an keine der unterschiedlichen Maße der Container gebunden ist. Man fährt sein Fahrzeug einfach aufs Schiff und gut ist. Wobei das auch nur die halbe Wahrheit ist, denn man kann sein Fahrzeug nicht selber aufs Schiff fahren, sondern man muss es am Hafen abgeben, zusammen mit den Schlüsseln. Und die Verladung übernehmen dann Hafenmitarbeiter. Und das führt wohl, zumindest bei Fahrzeugen, die keine Trennwand zwischen Fahrerkabine und Wohnraum haben, ab und zu dazu, dass die leergeräumt werden. Das Risiko wollten wir nicht eingehen, deswegen kam das für uns nicht in Frage. Außerdem ist die Verschiffung per Roll-on, Roll-off in der Regel ein ganzes Stück teurer als per Container. Die Angebote, die wir bekommen haben, dafür lagen alle zwischen 3.700 und 6.000 Euro. Die Verschiffung per Container hingegen ist günstiger, einfach weil heutzutage ja gefühlt alles per Container verschifft wird und es daher einfach super viele verfügbare Containerschiffe gibt. Einziges Problem, das Fahrzeug muss in einen Container passen.
Und das ist beim Fiat Ducato gar nicht so einfach. Der hat eine Höhe, oder unser hat eine Höhe von 2,58 Meter. Ein Standard-Container, wie man ihn kennt, hat eine Höhe von 2,38 Meter. Passt schon mal nicht. Es gibt auch andere Arten von Containern, Open Top, Flat Rack, die haben dann kein Dach jeweils. Aber die sind wiederum ein ganzes Stück teurer und sind eben auch zugänglich während der Überfahrt und daher im Zweifel Diebstahl oder auch einfach dem Salzwasser während der gesamten Zeit ausgesetzt. Es gibt aber auch sogenannte High Cube Container. So einen haben wir ausgewählt. Die haben eine Türinnenhöhe von 2,59 Meter und so sollten wir 1 cm Luft haben. Für den Container, die Seefracht, das Handling und den ganzen Papierkram haben wir alles in allem knapp 3.000 € bezahlt. Wobei wir davon nur die Hälfte bezahlen. Wir teilen uns den Container nämlich mit Tim. Tim steckte mit seinem Camper auch in Thailand fest und wollte zurück nach Europa. Und dann haben wir einfach zusammen einen 40-Fuß-Container gebucht. Das nochmal ein ganz schönes Stück günstiger als 2 20-Fuß-Container zu buchen. Und die scheint es in der High-Cube-Version in Thailand auch tatsächlich gar nicht zu geben. Als Agenten hier in Thailand haben wir Best Global Logistics gewählt. Die wurden uns empfohlen. Die haben auch das beste Angebot abgegeben und bisher sind wir mit denen super zufrieden. Aber noch haben wir den Van ja auch nicht wieder in den Händen. Hier sind wir jetzt in unserem Apartment in Bangkok. Das haben wir über Airbnb gebucht und hier haben wir uns erstmal von der Verladung erholt und auch den letzten Blog-Eintrag geschrieben und das letzte Video geschnitten und dann haben wir uns im Anschluss auch noch ein bisschen Bangkok angesehen. Ja, das Apartment hier ist wirklich der Wahnsinn. Wir sind im 41. Stock. Wir sind auf 2 Ebenen. Hier unten ist das Wohnzimmer, oben ist das Schlafzimmer. Das ganze Apartment ist ausgestattet mit allem, was man sich nur wünschen kann. Wir haben ein tolles Badezimmer, wir haben sogar eine Waschmaschine, mit der wir Wäsche waschen können. Außerdem gibt es hier in dem Gebäude ein Fitnessstudio, das wir benutzen dürfen und einen riesigen Pool auf dem Dach. Ja, und das Ganze kostet uns ungefähr 130 € die Woche. Also ich glaube, sehr viel besser hätten wir es nicht treffen können. Ja, und Strom die ganze Zeit, ohne dass wir irgendwie was machen müssen. Ja. Ja, von hier aus haben wir uns dann jetzt die letzten Wochen Bangkok ein bisschen angeschaut und ein paar Eindrücke, die zeigen wir euch jetzt. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? Keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there?
Can I take you there? Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Wie geht's weiter? Morgen fliegen wir nach Deutschland. Anfang Oktober können wir unser Auto dann hoffentlich in Hamburg abholen. Ja, und dann wollen wir gerne noch ein bisschen weiter durch Europa reisen. Wir haben noch total Lust weiter zu reisen und glücklicherweise auch noch ein bisschen Geld, dass wir noch ein paar Monate unterwegs sein können. Wohin genau, das wissen wir noch nicht so hundertprozentig. Wir haben uns überlegt, erstmal Richtung Italien zu reisen. Da gibt es noch einige Dinge, die wir uns anschauen wollen. Und da soll es ja auch noch ein bisschen länger warm bleiben. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir müssen natürlich auch schauen, in Bezug auf Corona, wo wir überhaupt hin dürfen und wo nicht. Wir sind in jedem Fall gespannt. So schade es auch ist, dass wir unseren Trip durch Asien hier jetzt abbrechen müssen, so sehr freuen wir uns auch darauf, Familien und Freunde wiederzusehen und eben auch Europa zu erkunden. Wir werden weiterhin Videos und Blog-Einträge machen und freuen uns darauf, wenn ihr uns weiterhin dabei begleitet. Vielen Dank an dieser Stelle auch an euch alle, vor allem wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Vielen Dank auch für eure vielen netten Nachrichten und Kommentare. Wir freuen uns wirklich sehr, dass hier inzwischen so eine tolle Community zusammengekommen ist. Wenn irgendeine Frage in diesem Video unbeantwortet geblieben ist, dann stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Wir versuchen sie dann zu beantworten. Sobald wir unseren Van wieder haben, werden wir auch das von vielen Leuten so ersehnte Roomtour-Video machen und davon berichten, inwiefern sich ein Knaus Boxster
Kastenwagen auf Fiat Ducato Basis eignet, um damit durch Asien zu reisen. Bleibt also gespannt und abonniert unseren Kanal hier unten, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Außerdem könnt ihr die Glocke aktivieren, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, sobald wir ein Video hochladen. Wenn ihr die Glocke nicht sehen könnt, dann müsst ihr nur einmal entabonnieren und dann wieder abonnieren, dann sollte sie eigentlich zu sehen sein. Also wie immer, vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Video.